I think it's time to push the horses. Machen wir gerade das, was wir machen müssen. Real Talk. Wir starten mit dem Vlog. Wir haben einen Drehtag, also wir haben einen komplett neuen Drehtag. Wir sind heute mal mit einer Produktionsfirma unterwegs, mit Street Cinema. Wir kommen aus Köln. Wir haben uns was, was gesagt, Lasse und das gesamte Team hat sich was einfallen lassen, das Marketing-Team, dass wir nicht ruhig bleiben, dass wir in die Offensive gehen. Ja, ihr wisst, das Thema mit Usyk ist jetzt sehr, sehr viel am Brodeln. Viele sind am Spekulieren, was steht jetzt an, wird Usyk den Titel niederlegen, wird Usyk gegen mich boxen. Wir haben jetzt erstmal gesagt, weißt du was, wir lassen nichts mehr in den Zufall. Natürlich, es kommt wie es kommt natürlich, aber auch in der ersten, also in der Hinsicht. Aber wir werden das Bestmögliche tun, um diesen Kampf natürlich zu bekommen. Also heute steht auf jeden Fall Drehtag an. Wir werden ein cooles Video drehen. Eine geile Herausforderung an Alexander Usyk. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, das Video wird erst entscheiden und dann kommt der Vlog, oder? Ja, glaube ich auch tatsächlich. Ja. Haben wir denn irgendwas Neues schon gehört in die Richtung? Wir haben schon viele Informationen. Frank Warren ist mit der WBC schon sehr, sehr eng im Austausch. Und ich glaube, wenn das Video dann erscheint, da kann der Jan das dann entscheiden, dann ist es, glaube ich, schon angeordnet von der WBC. Also die WBC wird es anordnen, hat Mauricio Suleiman auch nochmal gesagt. Da hat der Spencer nochmal mit ihm gesprochen, also Spencer Brown. Mein Manager hat dann nochmal mit ihm gesprochen und hat gesagt, ey, was ist jetzt? Der Junge wartet schon so lange auf seine Pflichtherausforderung. Er ist der Mandatorier, wie sieht's aus? Wann ruft ihr endlich den Mandatorier-Status offiziell aus? Weißt du, Mauricio hat das oft genug im Interviews gesagt, dass KBL der nächste in der Linie ist, aber diesen Status musst du ausrufen. Quasi, dass der Challenger, weißt du, jetzt seinen Titelkampf bekommt. Frank Warren, Spencer haben ihre Arbeit gemacht und jetzt liegt der Ball bei uns, aber wir wollen nicht den Titel so haben. Ich habe euch immer gesagt, wir wollen die sportlich beste Herausforderung haben und das ist für mich Alexander Usyk. Er ist der Beste der Welt. Ich möchte mich einfach nur mit ihm messen, weißt du. Ich will selber gucken, wo stehe ich in meiner Karriere. Kann ich mit dem Besten der Welt mithalten? Das ist eigentlich unser Ziel. Aber wenn er den Kampf nicht möchte, dann ist es halt auch so, muss man auch akzeptieren, muss man auch respektieren. Dann bin ich halt vollwertiger Weltmeister. Aber ich möchte, wenn es vom Herzen kommt, lieber den Gürtel mir erkämpfen. Okay, in dem Sinne, ich hole mal die Jungs rein einmal und dann legen wir los. Let's go. Was geht, alles klar? Die Musik ist auch hier. Du hast dir gut was einfallen lassen heute. Das hast du mitgeschoben, ja? Ja. Den Hype-Train am Laufen halten, ne? Ja. Nachdem unsere Community schon einmal Instagram auseinandergenommen hat, muss ja direkt weitergehen. Schöne Bilder gedruckt hier, ne? Du hast was Schönes mitgenommen, ja? Die Idee ist, dass wir quasi sagen, okay, wie können wir den Druck so auf Musik weiter hochhalten, dass er sich einfach schnell entscheidet. Trotzdem schon mal Hype aufbauen, die Welle mitnehmen. Einfach ein bisschen Action machen. Daniel. Was geht? Eine Frage. Ja? Du und Agil, ihr kommt euch so bekannt vor. Woran liegt das? Weil wir uns seit 2012 schon bereits kennen. Auf jeden Fall lange Vorgeschichte. Hast du eigentlich zu machen? Ja, super. So sehe ich Musik. Wenn du ein bisschen so hältst, ja. Das heißt, er ruft ihn, du siehst das und dann siehst du danach, wie oft er ihn schon versucht hat anzurufen. Ja. Ukrainisch people. Ich habe gesagt, Ukrainian people. Aber ist okay, Ukrainisch people. Ukrainisch people. Ukrainian. Die haben Leute haben verstanden. Okay, das ist genau das. Vergleich schon mein Englisch mit seinem Englisch. Dein Englisch. Der Ukraine halten direkt zusammen, hast du gesehen? Wenn du nicht das wissen, dass mein Herausforderungsvideo ein Ukrainer gedreht hat. 35. Frage, du gehst ja gerade auch international sehr viral, ne? Also jetzt ja auf YouTube etc. Wie wichtig war so die Bewegung damals alle für Agil? Glaubst du, war so viel losgetreten auch in diesem Thema? Sehr, sehr wichtig. Ne? Man sieht ja, das ist ja mittlerweile ein Slogan geworden. So, alle für Agil, so jeder kommentiert damit. Das ist schon sehr, sehr gut. Das ist eine Bewegung geworden und natürlich jetzt international schlägt das nochmal extrem Wellen. Ne? Weil auch alle Leute in der Boxwelt das einfach akzeptieren, ey, KBL ist der nächste Challenger. Wir verstehen, guck mal, Rico hat eine maximale Leistung gebracht. Wir haben auch auf unsere Reaction dazu, haben wir einiges dazu gesagt, dass Rico das sehr, sehr gut gemacht hat. Aber ey, am Ende des Tages, das war ein Showkampf, ne? Und ich warte schon seit Februar, seit dem Kampf gegen Zhang auf meine, also quasi, dass ich gegen ihn boxen kann. Und jetzt ist auch mittlerweile so die Zeit gekommen, einfach, ey, wie gesagt, wir machen das jetzt so ein bisschen marketingtechnisch, ziehen wir noch mit. Wir haben einfach nur gesehen, dass die Leute einfach maximal Bock haben, auch mich maximal auf meinen Weg unterstützen. Und dass endlich auch alle verstanden haben, ey, KBL ist der Nächste in der Linie. Und immer noch manchmal sehe ich so, wenn ich manchmal die Kommentare überfliege, dass immer noch Leute sagen, ja, warum kämpft KBL erstmal nicht gegen den. Und immer merke ich immer mehr und mehr, dass einfach die großen Namen noch in den Köpfen geblieben ist. Aber die Zeit von den großen Namen sind weg, die neue Ära beginnt.
Du weißt, es ist gerade im Ära-Wechsel und das müssen die Leute anfangen zu akzeptieren. Und da bedanke ich auch immer nochmal, natürlich, er wird es nicht sehen, Murat Gaziev, ne? Der hat gestern so ein kleines Video rausgehauen und hat dann quasi Leute verglichen, wer besser ist und wer nicht. Und da hat er das Maximum Props gegeben. Und ja, international bekomme ich schon maximale Ansehen. So, ich hoffe, also natürlich, ne, ich weiß, dass wir in Deutschland akzeptieren das auch mittlerweile. Aber noch ein paar Pappnasen, die müssen wir auch noch umstimmen. Das kriegen wir schon hin. 10, 15 Mal einen Satz wiederholen. Don't push the horses. Wir pushen jetzt die Horses ein bisschen. Push the horses. Translator. I think it's time to push the horses. Wie schätzt du denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass es zum Usyk-Kampf kommt? Das Wichtigste ist erstmal, es kommt zum WM-Kampf. Wir machen gleich nochmal einen Anruf mit Spencer aus. Sagen wir, Agit jetzt noch nicht, aber da haben wir gut getrommelt bei der WBC. Und bei Usyk ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit. Am Ende muss er erst entscheiden, aber sonst legt er halt den Gürtel ab. Und wir versuchen es noch einmal zu pushen, den Hype international mitzunehmen. Man muss aber auf jeden Fall sagen, 100 Pro vor einem Jahr, die hätten uns übergangen. Und hätten einfach Rematch gemacht, wieder um Gürtel und so weiter. Aber jetzt können die das einfach nicht mehr, weil einfach so ein Movement mittlerweile hinter Agit steht, auch wenn er international unterwegs ist, ist er wirklich mittlerweile bald Superstar-Level. Das ist schon sehr gut. Also immer weiter so Gas geben bei Ring Magazine, auch wenn man da international Gespräche führt, die gucken genau auf sowas. Darum posten wir manchmal auch sowas mit Aufrufen und sagen, ey, gib Gas drunter, weil das 100% so wahrgenommen wird. Weil eure Stimmen sind sehr laut, das merkt man auf jeden Fall jetzt. Guck mal, das Ding mit Usyk geht mal auf die Ring Magazine Seite einfach über 5 Millionen Views. Ja, völlig krank. So, der Kampf hatte das nicht, die Highlights aus dem Kampf nicht, alles nicht, das Face-Off mit Verhoeven, das ist einfach... Da sieht man noch, daran kann man so gut messen auch, ne? Ist so. 100%. Wir haben noch nichts von ihm gehört. Usyk hat sich nicht gemeldet und geht nicht dran. Wurde ein neuer Agit geboren. Der Real Talk Agit. Was hat er eigentlich gemacht? Der Real Talk Agit. Er hat die Wahrheit nicht gesprochen. Ich würde gerade sagen, wir eine neue Seite fahren. Wie kommt das und wie wichtig ist der Change jetzt? Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir jetzt in dem Moment eigentlich, guck mal, So geht schneller. Also. ich sag's nochmal, wir hatten ein sehr, sehr gutes Gespräch mit den Saudis gehabt, wegen dem Kampf mit Usyk gehabt, also wegen dem Kampf. Es stand eigentlich soweit alles fest, ne? Und deswegen hat es für mich in dem Moment keinen Sinn ergeben, dass ich in den Ring reingehe und dann den groß mache, weißt du? Weil für mich waren alle Gegebenheiten gegeben, dass dieser Kampf fix war, dass wir einfach auf den Go von Usyk warten. Aber jetzt merke ich, wir sind nun mal in so einer Welt, ne, dass halt viel medialer Hype entstehen muss, dass wir so einen Kampf kriegen. Und deswegen machen wir gerade das, was wir machen müssen. Real Talk, einfach nur auf korrekt Usyk herausfordern und das ist ja auch irgendwo, sag mal, eine Promo, ne, damit auch Usyk versteht, ey, der Junge babbelt nicht, ne, der kriegt auch das Stadion voll. Weißt du, damit die Leute einfach sehen, dass diese Videos einfach durch die Decke gehen, international sogar, dass die Videos sehr, sehr viele Klicks bekommen und dann auch, denke ich, international verstanden wird. Ey, der Junge polarisiert, ne? Any news for Usyk, Frank? Agit macht das ja gerade sehr gut hier, ne? Maximum. Wo würdest du Agit sehen, in welchen Filmrollen? In welchen Film? Als James Bond, kurdischer James Bond so, mit Tespi und Schnurrbart. Was ist sowas? Der dann noch spielen. Ich würde sagen Fast and the Furious noch. The Rock, du hast keinen Job mehr, Bruder. Hulk oder so könnt ihr auch spielen. Stimmt. Bei Türkei al-Sheikh beim neuen Film. Ja, Seven Dogs. Ja. Ja. Wer fällt dir noch ein, welcher Boxer auch Schauspieler war? Rico hat auch geschauspielert. Siligan hat auch mitgemacht in ein paar Filmen. Mike Tyson, so Hangover, brauchen wir, da wurde ihn maximal ausnockt. Lennox Lewis hat einen Film gemacht. Lennox hat sogar Wladimir Klitschko gegen. Nee, Wladimir Klitschko, genau. Vitali Klitschko hat den Kampf damals in Lennox gemacht. Aber in der Schauspielerrolle haben die Wladimir genommen. Das war gegen Dings, American Gangster. Ehrlich? Ja, haben die gekämpft. Im Kampf haben die so den Kampf geschauspielert. Habt ihr nicht geguckt, der American Gangster? Niemals, auch hab ich nicht gedacht. Ja, doch, der American Gangster, ihr müsst es gucken mal. Ja, okay, und was ist mit meiner Anfrage? Bei mir hier, wer ist denn die Deutschen? Konstantin Films. Die morgens werden sich nicht melden. Weißt du, wenn der Zug abgefahren ist. So. Wenn wir wirklich in Hollywood sind, wenn wir in Hollywood ankommen, dann meldet sich Konstantin Films, ey, könnte Agit bei uns auch hier noch mitspielen. Aber dann ist es zu spät. Ich habe gemerkt, in Deutschland melden sie sich erst dann, wenn international schon 10-mal größere Anfragen kommen sind, weißt du? Dann checken die, ey, wir hätten eigentlich was da machen können. Weißt du?
Aber egal, wir beschweren uns nicht. Nein, man kann sich aktuell wirklich nicht über den deutschen Support Nein, beschweren. das meine ich ja nicht, dass ich mich über den deutschen Support beschwere. Ich meine nur die Medien hier in Deutschland, weißt du, sind immer so, stehen am Spitzen auf. Also, wenn du, sag mal, international die Promis schon eine kennen und die Promis mit dir reden, so wie zum Beispiel, ja, das habe ich ja beim Reaction auch schon überredet mit Jason Statham. Genau. Dass Jason Statham überlebt, man mich erkennt, überlebt, über wen reden wir hier? Weißt du, dass man so im Smalltalk mit dem ist? Hier nicht mal eine Nebenrolle. To push the horses. Boah, krank, Bruder. Also, zweite Location. Schöne Location, ne? Schöne Location hier. Richtig Pot. Habe ich mir den Ruhrpott immer vorgestellt. Ich habe letztens einen Podcast gesehen, da kam Klitschko auch drin vor, oder beziehungsweise er hat da so ein bisschen was erzählt, was er vorhat. Er möchte wieder einsteigen ins Boxgeschäft. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass er gar nicht über Agi gesprochen hat. Hat er ja noch nie, ne? Warum fängst du jetzt an zu wundern, ne? Es war auch so ein Post, dass er auf unserer Undercard kämpfen soll, ne? Er hat ja gesagt, er will der älteste Weltmeister aller Zeiten werden. In Deutschland, nur für die deutschen Sportfans ist ja nicht schlimm, ist ja clever, aber bei Axel Schulz sind die groß geworden auf der Undercard, haben dem Boxsport nie was zurückgegeben, haben ihre eigene Promotion gegründet, K2, nie deutsche Sportler gepusht und so weiter. Golovkin und so ist ja auch okay. Haben maximal wirtschaftlich alles mitgenommen, haben aber nichts für den Sport zurückgegeben. Jetzt ist der Sport so groß oder Agit macht ihn wieder groß und dann wollen sie mit draufspringen. Das ist halt die Frage, guck mal, wir brauchen den nicht. Wir können das Stadion so verkaufen, wir hatten einen Pay-Per-View-Rekord, brauchen sie auch nicht mehr kommen und sich da irgendwie ranzeigen. Wenn das stimmt, weiß ich ja nicht. Aber ich habe auch gehört, dass er wieder Weltmeister werden will tatsächlich und nochmal attackieren möchte. Also Weltmeister werden heißt ja auch am Ende des Tages, dass er wahrscheinlich gegen Agi kämpfen möchte. Ja, aber dann soll er sich halt sportlich qualifizieren, weißt du. Die denken jetzt wahrscheinlich, wir brauchen die, um das Stadion voll zu machen und die kriegen dann noch einen guten Split-Deal oder sowas. Die sportlich qualifizieren über ganz normale Weg, wie Asik das auch gemacht hat und dann können sie einen großen Kampf machen. Wie Rico. Alles, was gebraucht hat, um Musikstudio. Ja, hat aber gut gemacht. Er hat gut. Das viele nicht sehen, was Rico sehr gut gemacht hat. Er hat angegriffen, raus und hat sich direkt, auch wenn er scheiße aussah, bewegt. Wir haben jetzt gerade im Video die ukrainische Flagge gesehen. Da wird hinterher noch Stop War reingeschrieben. Warum machen wir das überhaupt? Wir machen keine Unterschiede zwischen Menschen. Egal ob christlich, Moslem, Jude, Buddhist, egal was. Wir machen da einfach keine Unterschiede, weißt du, auch von der Hautfarbe, Religion nicht. Und wie gesagt, da ist auch gerade im Krieg. Und deswegen ja, schreiben wir das. Ne? Und Usyk ist wie gesagt Ukrainer. Deswegen unser Slogan ist Free Kurdistan, Free Palestine und Free Ukraine. Keine Unterschiede machen, oder? Richtig. Das ist, glaube ich, da werden unschuldige Menschen umgebracht. Und deswegen sehe ich das auch manchmal in den Kommentaren. Also mein Team sieht das in den Kommentaren, dass gedacht wird, dass wir Unterschiede machen. Aber das machen wir zu 100% nicht. Wir sind einfach nur gegen Krieg, wir sind für Menschlichkeit und dafür stehen wir. International. Hier, ja, das ist richtig gut. Ihr könnt das übrigens im Shop bestellen und das war Bestseller. Meistverkaufteste Produkt. Ich glaube über 2000 Euro. Über 2000, ich glaube 2,6, 2,8. 2008 nochmal, wo ich es bestellt habe. Weißt du, was ich gedacht hätte, dass der Trainingsanzug, der graue, noch besser geht? Ja, denken viele, aber das ist schon, Bruder, geisteskrank. Glaubt mir, für Sommer und so, das kommt maximal. Ihr könnt das mit dem Patch auch aussuchen euch, mit deutscher Flagge auch. Mit deutscher Wir Flagge haben Deutschland und Größenflagge. Checkt mal den Shop aus. Vielleicht könnt ihr in die Kommentare schreiben, vielleicht nehmen wir mehrere Flaggen mit rein. Eine Auswahl, jeder kann sich aussuchen, welche Flagge er haben möchte. So, letzte Szene jetzt hier. Usyk kommt an den Sandsack. Bist du halt zufrieden mit dem Tag, mit den Aufnahmen? Bro, am Ende des Tages, so, mittlerweile weiß ich, es gehört einfach alles mit dazu. Das ist ja auch ein bisschen so, man hat Spaß, ein bisschen Fun. Wenigstens wissen die Leute, wo die leben, also wissen die Jungs, wo die leben. eigentlich auch. Weil andere Idioten hätten gleich auf der anderen Seite geklebt. Nein, wir haben das so oft gesehen im Ring. Ach so, ja, ich freue mich drauf, wenn das Video rauskommt. Das Wichtigste, wenn dieses Video rauskommt, wenn das Wort gehalten wird, wenn das Video rauskommt, wurde der Kampf schon geordert. Genau. Wie fühlt sich das an? Also wenn es jetzt, noch kannst du es nicht so sagen, weil du glaubst erst, wenn du es siehst, aber... Bruder, was das wird ein unbeschreibliches Gefühl sein, ne? aber nichtsdestotrotz, wie sollen meine Gefühle sein? Weil ich meine, ich bin aktuell in der Position, es wurde noch nicht geordert, wir wissen noch nicht, was passieren wird. Und dann, wenn ich eigentlich Klarheit haben, dann werden wir nochmal ein Special-Video machen. 100%. Aber das wurde zugesagt, dass quasi Ja, also morgen am Montag geordert genau, wird. mündlich wurde es, ich habe schon bei mir schon zu Hause gesagt, mündlich wurde es Frank Warren, Spencer bestätigt, Montag wird geordert. Der Kampf steht am Montag, offiziell, dann ist quasi der Ball nur noch bei Usyk. Und dann entscheidet Usyk, wann und wo. Und heute ist Sonntag. Ja, also alle, die das Video teilen, was da rauskommen wird, dass wirklich Druck auf Usyk ist, das ist ja die Idee dahinter, dass er sich auch schnell entscheiden muss, dass das sich nicht so ewig zieht, weiter Gas geben. Yes! Und bitte.
Was machst du denn hier? Musikthema geht uns allen nach, ich merke schon, Bruder. Ja, Bruder, Alter, kein Anruf die ganze Zeit. Und jetzt? Was kannst du uns so mitgeben heute? Was wir euch mitgeben können. Seid immer lieb zu euren Mitmenschen. Das kann ich euch mitgeben. Seid immer korrekt. Nein, also wie gesagt, ich bin euch allen sehr, sehr dankbar für den Support. Letzte Woche haben wir wirklich maximal alles gepusht. Ne? Wir haben wirklich alles tot kommentiert, was man tot kommentieren kann. Ja, ich habe euch gesagt, 2 Wochen geben wir Gas. Und wenn von Musik nichts kommen sollte, dann werde ich das Thema auch für immer beenden. Und dann, ich habe auch wie gesagt kein persönliches Problem mit denen. Ich sehe das alles immer sportlich. Ne? Aber am Ende des Tages gehört ein bisschen dieses Real Talk und dieses ganze Rumherum mit dazu. Bitte, bitte, lasst uns alle nochmal gemeinsam pushen. Ne? Und versuchen die Woche nochmal richtig Gas zu geben. Und wenn dann, wie gesagt, was kommt, dann sind wir alle glücklich. Der große Kampf in Deutschland steht. Alles andere werden wir dann weiter sehen. Ne? Checkt auf jeden Fall den Kurzfilm, den wir hier gedreht haben. Genau, checkt ihn auf jeden Fall auf Instagram ab. Lasst Liebe da. Lasst Liebe da, ballert die Kommentare voll. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, abonnieren. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. So.